Sehr geehrter Herr Striegel, ich muss Ihnen eins sagen. Wenn ich Ihre Wortmeldungen so höre, dann muss ich immer wieder sagen, bevor wir weiter an künstlicher Intelligenz arbeiten, sollten wir lieber zuerst die natürliche Verblödung in den Griff bekommen. Jedes Jahr 2 Großstädte mit vollständiger Infrastruktur lassen Sie hier illegal einwandern und bringen diese Wirtschaftsmigranten dann noch dezentral in Wohnungen unter, die für die einheimische Bevölkerung gebaut wurden, und wundern sich dann auch noch über Wohnungsnot in Ballungsräumen. Sie entlasten keine Städte oder Kommunen, Sie belasten unsere Städte und Kommunen. Sie sind eine Belastung für die Menschen, die diesen ganzen Unsinn hier durch ihre Hände Arbeit finanzieren müssen, und Sie verteilen ungerecht um. Wir verzeichnen jährlich ungefähr 2500 Morddelikte in Deutschland, von denen ungefähr 50% von Migranten ausgeführt werden. Wenn wir dort noch den Migrationshintergrund mit berücksichtigen würden, kämen wir zu einem noch viel negativeren Lagebild. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Hey Leute, willkommen in der Realität. Was für eine Rede von Oliver Kirchner. Der hat heute wirklich alles gegeben, besonders als er Herrn Striegel von den Grünen für seinen völligen Unsinn ordentlich einschenkt. Das ist der Oberknaller. Wenn du wissen willst, wie man mit knallharter Wahrheit die Mauermörder und ihr Multikulti-Experiment in die Schranken weist, dann solltest du dieses Video nicht verpassen. Also schau rein und sieh dir an, wie Kirchner den Finger in die Wunde legt. Und vergesst nicht, das Video zu liken, zu abonnieren und vor allem zu kommentieren. Ich will wissen, was ihr über diese knallharten Worte denkt. Auf geht's! Frau Präsidentin, werte Kollegen, die Kommunisten hier links wollen sich mit ihrem Antrag gesellschaftlicher Verantwortung gerecht werden, Aufnahmebedingungen gestalten, Kommunen entlasten, Integrationsarbeit sichern, nochmal einen gewaltigen Schluck aus der Multikulti-Pulle für ihre Asylindustrie nehmen und das Land vollends vor die Wand fahren. Sie sorgen damit für mehr Gegengesellschaften, mehr Parallelwelten, mehr Vergewaltigung durch sogenannte Jugendgruppen, mehr Terroranschläge, mehr Messermorde, mehr Gewalt, mehr Leid und mehr Elend bei der Aufnahmegesellschaft. Schämen sollten Sie sich dafür, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie brauchen keine Anträge schreiben mit der Überschrift Kommunen entlasten. Mit Ihrer Politik fördern Sie eine illegale und unkontrollierte Völkerwanderung nach Deutschland. Jedes Jahr 2 Großstädte mit vollständiger Infrastruktur lassen Sie hier illegal einwandern und bringen diese Wirtschaftsmigranten dann noch dezentral in Wohnungen unter, die für die einheimische Bevölkerung gebaut wurden, und wundern sich dann auch noch über Wohnungsnot in Ballungsräumen. Sie entlasten keine Städte oder Kommunen, Sie belasten unsere Städte und Kommunen. Sie sind eine Belastung für die Menschen, die diesen ganzen Unsinn hier durch ihre Hände Arbeit finanzieren müssen, und Sie verteilen ungerecht um. Ihre 10 Punkte in Ihrem Antrag sind ein Angriff auf den Rechtsstaat, ein Angriff auf die innere Sicherheit, ein Angriff auf das Gemeinwohl, ein Angriff auf den Sozialstaat und ein Angriff auf Deutschland. Und warum? Weil Sie alle zutiefst antideutsch sind und unser Land hassen. Weil Sie alle wirklich zutiefst antideutsch sind. Allein in Berlin ist die polizeiliche Kriminalitätsstatistik angestiegen, bei Raub um plus 55%, bei Mord und Totschlag bei 48% plus, Körperverletzung 44,3% plus, Diebstahl 78% plus. In Sachsen-Anhalt ist der Anteil nicht-deutscher Tatverdächtiger bei 29,6%, bei einem Bevölkerungsanteil von 8,4%, 8% für knapp 30% jeglicher Kriminalität verantwortlich. Allein Körperverletzungsdelikte 2900, 241 Körperverletzungen monatlich in Sachsen-Anhalt durch Migranten. Diese Zahlen wären ohne die Turbo-Einbürgerung noch viel erschreckender. Wir verzeichnen jährlich ungefähr 2500 Morddelikte in Deutschland, von denen ungefähr 50% von Migranten ausgeführt werden. Wenn wir dort noch den Migrationshintergrund mit berücksichtigen würden, kämen wir zu einem noch viel negativeren Lagebild. Meine sehr geehrten Damen und Herren, irgendwie sehne ich mich in die Zeit zurück, als Messer zum Kochen und Autos zum Reisen eingesetzt wurden. Und damit wir diesen Zustand wieder erreichen, gibt es einen ganz einfachen 4-Punkte-Plan. Erstens, abschieben, abschieben, abschieben. Zweitens, illegale Zuwanderer an einer gesicherten Grenze zurückweisen. Drittens,
Sachleistung statt Geldleistung einführen und viertens einfach AfD wählen. Herzlichen Dank. Es gibt eine Zwischenintervention, Herr Kirchner, und zwar Herr Striegel. Herr Striegel, bitteschön. Ja, das darf nicht unwidersprochen bleiben, Frau Präsidentin. Ich will sehr deutlich sagen, dass erstens die polizeiliche Kriminalitätsstatistik nicht geeignet ist, dafür tatsächlich ein Bild von Kriminalitätsentwicklung zu zeichnen. Zweitens die Tatsache, dass dort insbesondere Männer überrepräsentiert sind, vor allem darauf hinweist, dass wir an dieser Stelle tätig werden müssen. Und drittens, dass sowohl Messerattacken als auch Angriffe mit Autos nicht darauf begrenzt sind, dass sie von Menschen mit Migrationshintergrund ausgeführt werden, sondern das schon ein Problem in diesem Land war, bevor Menschen aus anderen Ländern zu uns kamen. Herr Kirchner, wollen Sie reagieren? Bitte. Sehr geehrter Herr Striegel, ich muss Ihnen eins sagen. Wenn ich Ihre Wortmeldungen so höre, dann muss ich immer wieder sagen, bevor wir weiter an künstlicher Intelligenz arbeiten, sollten wir lieber zuerst die natürliche Verblödung in den Griff bekommen. Vielen Dank. Also mal ganz ehrlich, was dieser Herr Striegel von den Grünen jedes Mal für einen Unsinn faselt, das ist schon fast Körperverletzung. Da fragt man sich wirklich, ob der überhaupt noch weiß, was er da redet. Kirchner hat ihm heute richtig einen eingeschenkt. Und das war auch mehr als verdient. Dieser Typ hat einfach nichts im Landtag zu suchen. Wer so komplett den Bezug zur Realität verliert, ist da fehl am Platz. Danke fürs Zuschauen, Leute. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und vor allem zu kommentieren. Bis zum nächsten Mal.